Heute auf der Konferenz wird Carla eine DVD vorspielen, die du ihr gegeben hast. Imagefilm, ja. Ich habe ihn ausgetauscht. Gegen Sexaufnahmen von Carla und ihrer Geliebten. Ich hatte versucht, sie zu warnen. Wow. Ich hatte Ihnen zwar eine aufregende Präsentation versprochen, aber damit hätte selbst ich nicht gerechnet. Meine Damen, meine Herren, da die Präsentation der zu erwartenden Bilanzen im Augenblick nicht verfügbar ist, halte ich es für besser, wenn wir den Termin vertagen. Alles Wissenswerte entnehmen Sie dann den Broschüren. Ich danke für Ihr Verständnis. Guten Tag. Wiedersehen. Carla, machen Sie sich nichts draus. Man hat kaum was gesehen und in ein paar Tagen redet sicher niemand mehr davon. Sie hat die ganze Sache eingefädelt. Was fällt Ihnen ein, hier aufzukreuzen? Leider bin ich zu spät gekommen. Ich wollte Sie warnen. Weil Sie kalte Füße bekommen haben? Ist Ihnen klar geworden, dass Ihre miese Intrige allein gegen Sie selbst spricht? Ich habe mit dieser ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Genau. Die DVD habe ich von ihm bekommen. Nein, bestimmt nicht die. Sie haben natürlich auch kein Interesse, mich loszuwerden, genau. Na so, ganz bestimmt nicht. Das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Das wird Konsequenzen haben. Karl, Gräfin Lahnstein, hören Sie mir bitte wenigstens zu. Ich werde Ihnen überhaupt nicht zuhören. Verschwinden Sie, sonst vergesse ich mich. Ich denke, jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt beruhig dich erst. Ich kann mich aber nicht beruhigen. Coco? Coco, bist du hier? Ich glaube nicht, dass sie sich hier reingetraut hat. Das Auto steht draußen. Wo soll sie sonst sein, ja? Klar, die Tür stand offen und war abgesichert, aber trotzdem. Felix, sie ist hier. Coco, bist du hier? Mit ihre Taschenlampe. Das ist der Raum, in dem wir waren. Coco! Da bist du ja. Coco, hörst du mich? Du musst keine Angst mehr haben, jetzt bin ich ja da. Wer auch immer dieses Home-Video gedreht hat, er oder sie hatte Erfolg. Meine Karriere in der Bank ist jedenfalls gelaufen. Was hat denn das mit deinem Privatleben zu tun? Hast du nicht gesehen, wie konservativ unsere Kunden sind? Unsinn, die können erwarten, dass du ihr Geld vermehrst. Basta. Aber noch einen Skandal kann sich die Holding einfach nicht leisten. Wer sagt denn überhaupt, dass es einen Skandal geben wird? Hm? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von denen heute an die Presse geht.
Das vielleicht nicht, aber es wird Gerede geben. Ich habe meinem Vater versprochen, diskret zu sein. Und jetzt? Lesbisch, Scheinehe, es ist alles raus. Carla, da kannst du doch nichts dafür. Das interessiert meinen Vater doch nicht. Wer immer dafür verantwortlich ist, der ist dran. Ah, Frau Jones. Kommen Sie nicht gerade von der Präsentation? Wie ist es denn gelaufen? Hat Ihre Bekannte Ihnen denn noch nichts erzählt? Oh, ich überlasse Ihnen da sehr gerne den Vortritt. Oh ja, bitte. Ich denke, Sie sind mehr im Thema. Entschuldigen Sie mich. Treffer und versenkt. Schade. Ich wäre so gern dabei gewesen. Deine Schwester und ihr Betthäschen hatten die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Beteiligten, das kann ich dir versichern. Darauf, wie Carla dieses kleine Malheur unserem Vater erklären will, da bin ich echt gespannt. Das werde ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Spätestens dann wird ihm hoffentlich klar, was er an dir hat. Ja, wenn nicht wieder irgendwas schief geht. Was soll noch schiefgehen? Sagtest du nicht, die Jones wäre beinahe noch rechtzeitig im Schneiders gewesen? Sie muss also irgendwas geahnt haben. Tanja, wenn dein Hagen nicht aussagt, dass die Jones Carla mit dieser Aktion diskreditieren wollte, dann war alles umsonst. Also sorge bitte dafür, dass er pariert. Es ist vorbei. Erst habe ich gedacht, ich pack das, aber dann... Ist ja gut. Aber was ist, wenn ich diese Angst nie wieder loswerde? Nächte konnte ich auch nicht gut schlafen. Vielleicht wird es ja mit der Zeit besser. Nein, ich kann noch kaum mehr unter Leute, sofort bekomme ich Panik. Und jedes Mal, wenn ich einschlafe, Was dann... träumst du nur genau? Ich meine ja nur, vielleicht ist es ja irgendwas Bestimmtes. Irgendwas, was mit dem Bunker zu tun hat. Erst ist es total realistisch. Wir sind hier drin eingesperrt. Ohne Essen. Jana ist krank. Und Vanessa bekommt Panik. Alle haben Angst. Ich kann das nicht ertragen und dann... Und dann? Und dann liegen alle tot am Boden. Ist ja kein Wunder, dass du so schlecht schläfst. Versuch da einfach noch ein bisschen zu erzählen. Vielleicht hilft dir das ja. Ich meine... Ich will hier bloß noch raus. Vater, Wenn es nichts Wichtiges ist, wäre ich gern allein. es ist wichtig. Die Präsentation ist leider nicht so gut gelaufen. Was ist denn passiert? Jemand hat dafür gesorgt, dass ein Video von mir und einer Frau... Bitte nicht das, was ich jetzt denke. Ich habe das soeben erfahren. Das ist unglaublich. Wir müssen sofort was gegen die Jones unternehmen. Was hat denn Frau Jones damit zu tun? Ansgar versucht nur, den Verdacht von sich abzulenken. Was soll das denn heißen? Dass du am meisten von der Sache profitierst. Ich werde vor aller Welt bloßgestellt und jetzt willst du der Jones die Schuld in die Schuhe schieben. Carla, ich verstehe, dass du im Moment nicht ganz klar denken Ich kannst. denke so klar wie nie und ich weiß ganz genau... Carla, jetzt... Dürfte ich um Ruhe bitten? Fürs Erste möchte ich nichts davon hören. Aber wir werden der Sache auf den Grund gehen. Zu gegebener Zeit. Entschuldige mal, Vater, du Ich kannst habe doch nicht... gesagt, ich will nichts mehr hören und jetzt lasst mich bitte allein. Haben Sie eine Nachsendeadresse? Falls noch Post kommt. Ich erwarte nichts. Ich bin erstmal auf Reisen. Auf Reisen? Du wolltest dich ja nicht sang- und klanglos aus dem Staub machen, oder? Na und? Schließlich habe ich gemacht, was du wolltest. Tatsächlich. Ich habe eher den Eindruck, du hast die Seiten gewechselt. Du hast immer noch nicht gegen Silvia ausgesagt. Aber du wirst deinen Job zu Ende machen. Hagen, du weißt doch, ich vergesse meine Freunde nicht. Und meine Feinde noch viel weniger. Überlege dir sehr gut, ob Silvia Jones dir das wert ist.
Geht's dir gut? Es geht doch nichts über frische Luft. Hat meine Oma auch immer gesagt. Ich glaube, mir geht's besser. Bist du echt okay? Ich meine, du bist ja drin eben umgekippt. Mir geht's wirklich wieder besser. Naja, Es war, glaube ich, doch keine schlechte Idee. Ich bin noch mal hier gewesen und es ist nichts Furchtbares passiert. Wirklich. Das Schlimmste ist überstanden. ist die Hauptsache. Aber du hast uns schon ganz schön Schrecken eingejagt, Coco. Es tut mir leid. Aber jetzt ist es vorbei. Endgültig. Bist du sicher? Doch, doch. Mir geht's so gut wie schon lange nicht mehr. Was mir gerade noch gefehlt. Was willst du hier? Ich war schon auf dem Weg ins Ausland. Bedauerlich, dass du es dir anders überlegt hast. Ich bin deinetwegen zurückgekommen. Du bist mir wichtig. Du hast eine sehr originelle Art, das zu zeigen. Ach, tut mir leid. Mir auch. Mir tut es leid, dass ich dich kennengelernt habe und jetzt mach, dass du rauskommst! Hör mich doch wenigstens an! Du hast mich belogen und benutzt. Ja, ich habe für Tanja gearbeitet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, was du mir bedeutest. Und hast keine Sekunde gezögert, meine Karriere zu ruinieren. Dann gib mir doch wenigstens die Chance, alles wieder gut zu machen. Ist es dafür nicht ein bisschen spät? Nein! Ich gehe zu Graf Lahnstein und sage ihm, dass du mit der DVD nichts zu tun hattest. Wann jetzt? Du willst ihm sagen, dass sein Sohn Ansgar und deine Freundin Tanja es waren, die Carla bloßgestellt haben? Das ist zu riskant. Tanjas Rache würde auch dich treffen. Ach, lass das bitte meine Sorge sein, ja? Reicht das denn nicht, wenn ich alles auf mich nehme? Du warst vorhin nicht dabei. Wer dafür die Verantwortung übernimmt, ist erledigt. Ich weiß! Warum tust du es dann? Weil ich dich liebe, verdammt! Guck mal, wen wir mitgebracht haben. Sie war wirklich im Bunker. Ich dachte, du hättest so große Angst davor. Deshalb bin ich auch hingegangen. Man sollte sich seinen Ängsten stellen. Sie war völlig fertig, als wir sie gefunden haben. Ja, aber jetzt geht's mir wieder gut. Meine Therapie hat geholfen. Von wegen Therapie. Geh lieber weiter zu deinem richtigen Therapeuten. Das ist gar nicht mehr nötig. Ich bin kuriert, wirklich. So, und jetzt will ich nur noch schlafen. Jawoll! Alles klar? Ja, Andi war nur so laut. Bist du sicher? Geht's dir? Ja, doch. Ich bin bloß müde. Sylvia Jones hier, Graf Lahnstein. Ich weiß nicht, ob Ihre Tochter Ihnen schon von dem Eklat bei der Präsentation... Gut, dann werden Sie verstehen, dass ich ein begründetes Interesse daran habe, die Sache so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Ich kann es Ihnen beweisen, dass ich mit dieser Intrige überhaupt nichts zu tun habe. Ich höre. Es wäre mir wichtig, dass auch Ihre Tochter dabei ist. Kann ich nach Königsbrunn kommen? Jetzt? Ja, je eher die Angelegenheit aus der Welt ist, desto... Frau Jones, kommen Sie morgen früh um 10. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgen früh um 10. Du kannst dich auf mich verlassen. Das hoffe ich. Und wenn wir das dann alles hinter uns haben, Dann trennen sich unsere Wege. Sylvia. Und seitdem hat er sich da verbarrikadiert und will von all dem nichts hören. Früher oder später wird er merken, dass die Bank in deinen Händen am besten aufgehoben ist. Na, hoffentlich. Guten Abend, Graf Lahnstein. Frau Jones hat gerade angerufen. Und? Hast du sie gefeuert? Sie sagt, dass sie nichts mit der Sache zu tun hat. Was erwartest du, dass sie alles zugibt? Der Schaden, den sie in der Holding angerichtet hat, ist die eine Sache. Aber Carla so bloßzustellen... Wer auch immer die Verantwortung dafür trägt. Ich werde ihn zur Rechenschaft ziehen. Das war eindeutig. Er verdächtigt mich auch. Jetzt reg dich nicht auf.
Ich kann hoffen, dass du deinen Hagenberg im Griff hast. Wenn der uns jetzt einen Strich durch die Rechnung macht. Ansgar, es wird nichts schiefgehen. Kannst du wieder nicht schlafen? Ich habe so gehofft, dass es endlich vorbei ist. Willst du mir nicht endlich alles erzählen? Coco, ich merke doch, dass dich irgendwas quält. Hey, jetzt sag schon. Aber es ist so grausam. Ich kann echt verstehen, dass der Bunker richtig hart für euch war. Nein, du verstehst gar nichts. Ich bin so grausam. Ich habe immer wieder denselben Traum. Wir sind im Bunker eingesperrt und ich sehe sie alle vor mir. Nico und Felix, die uns erst mit ihrer blöden Idee da reingebracht haben. Vanessa zickt rum. Andi markiert den Macker. Und Jana ist krank. Und alle kümmern sich um sie. Ich nehme Vanessas Pistole und knall sie alle ab. Einfach so. Und ich sehe sie da liegen. Immer wieder. Jede Nacht. Tot. Es ist doch nur ein Traum. Dieser Hagen ist ja wohl das letzte Schwein. So eine miese Nummer mit dir abzuziehen. Immerhin wird er für mich aussagen. Was heißt wird? Na, das habe ich dir doch am Telefon gesagt. Der Termin bei Graf Lahnstein ist morgen früh um 10. Ja, aber du hast dir sein Geständnis ja wohl schriftlich geben lassen, oder? Mama, jetzt sag nicht, dass du schon wieder auf diesen Typen reingefallen bist. Was heißt reingefallen? Er wird morgen eine Aussage machen. Er wird mich schon nicht hängen lassen. Der Typ hat dir schöne Augen gemacht und dich von vorne bis hinten verarscht. Wetten, den siehst du nie wieder. Jones. Ich bin's. Hagen. Sag, er soll herkommen und ein Geständnis unterschreiben. Tut mir leid, wenn ich so spät noch anrufe, aber ich habe die ganze Zeit an dich gedacht. Und wo bist du? Wieder in der Pension. Ich wollte dir nur noch mal versichern, dass ich morgen früh komme. Ja, davon gehe ich aus. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst, auch wenn du nichts mehr von mir wissen willst. Gut. War's das? Silvia, ich habe es vorhin ehrlich gemeint, als ich dir gesagt habe, wie viel du mir bedeutest. Wie auch immer. Bis morgen. Warum hast du ihn nicht herbestellt? Felix. Es ist genug, bitte. Ich weiß selbst, dass Hagen mein größter Irrtum war. Aber er ist meine einzige Chance, mich zu rehabilitieren. Ich lasse meinen Schlüssel hier. Alles klar, danke. Herr Berg, Graf Lahnstein schickt mich. Er möchte, dass ich Sie zu Ihrem Termin mit Frau Jones fahre. Ich habe meinen eigenen Wagen. Bitte, ich habe meine Anweisung. Verstehe, der Graf will sicher gehen, dass ich erscheine. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Jones. Guten Morgen. Dann steht unserem Gespräch ja nichts mehr im Wege. Ich erwarte noch jemanden, einen Zeugen, der meine Angaben bestätigen kann. Stimmt ja. Sie sind die Expertin für falsche Zeugenaussagen. Carla, bitte. Wir können trotzdem schon in die Bibliothek gehen. Bitte sehr. Und Sie sind sicher, dass der Termin in der Holding stattfindet? Anweisung des Grafen. Dann können wir von Glück reden, dass Sie mich noch erwischt haben. Bist du neuerdings Schlafwandler? Nee, Coco konnte gestern Nacht nicht einschlafen und jetzt sind wir auf... Das ist eine lange Geschichte. Aha.
Wo ist Coco denn überhaupt? Sie ist in aller Frühe abgezischt. Und wohin? Keine Ahnung. Aber sie hat uns doch gestern versprochen, dass sie keinen Unsinn mehr macht. Auf jeden Fall ging es ihr gestern Nacht ziemlich schlecht. Ich würde dir gern suchen helfen, aber ich muss wirklich dringend zur Uni. Ja, hau schon ab. Ciao. Ciao. Ja, wer sagt's denn? Muss also doch keine Vermisstenmeldung rausgeben. Tschüss. Hey, wo warst denn du? Rate mal. Du warst wieder im Bunker und hast wieder Selbsttherapie gemacht, stimmt's? Nein. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich professionelle Hilfe brauche. Und deswegen habe ich einen neuen Termin bei meinem Therapeuten gemacht. So plötzlich. Ohne dich wäre ich natürlich nie so weit gekommen. Wie lange sollen wir denn noch warten? Ich verstehe es auch nicht. Er müsste wirklich längst hier sein. Tja, liebe Sylvie, tut mir leid. Also gut, dann fahre ich jetzt eben nach Königsbrunn. Irrtum, mein Lieber. Und Hagen, was glaubst du, macht Sylvia jetzt ohne dich? Frau Jones, ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann sagen Sie es bitte jetzt. Graf Lahnstein, wer auch immer Ihrer Tochter schaden will, versucht es mir in die Schuhe zu schieben. Dann liefern Sie mir endlich die Beweise. Ich weiß nicht, warum mein Zeuge nicht kommt. Ich kann Sie nur noch einmal bitten. Vertrauen Sie mir.